bin Katharina Butari und im Stück bin ich Puder. Puder ist mein Bühnen-Ich seit 3 Jahren und das Stück heißt Puderzucker. Ich bin Hanna Jäger und bin im Stück Puderzucker die Pepper, die Mitstreiterin von Puder. Ich heiße Birgit Kuttertasch und spiele in dem Puderzucker-Theaterstück die Rolle Mint. Wir sind heute Abend hier in der St. Pauli Theaterbar. Das ist direkt die Bar, die an das St. Pauli Theater anschließt. Gehen heute Abend in die 4. Vorstellung und haben morgen noch eine 5. in der ersten Runde hier von Puderzucker am St. Pauli Theater. Ja, und das Stück erzählt, wie ich als Puder 24 Stunden durch Hamburg reise. Also startete, ich bin total auf Krawall gebürstet, weil ich mich gestritten habe oder warum auch immer. Und ich habe mich aufgerüscht und will tanzen gehen. Und Pepper und Mint begleiten mich immer. Ich muss naiverweise sagen, dass ich mir diese Geschichte für das Stück überlegt habe und dann auch wild entschlossen war, ich werde keine Gitarre spielen, was ich sonst tue, sondern ich werde spielen, wir werden spielen. Wir haben uns Choreos überlegt und alles. Und habe mich mit der Tonabteilung des Theaters unterhalten und die sagten dann, ja, Headsets, das können wir mit Nieren-Headsets machen, das geht alles. Aber wir können kein Monitoring auf der Bühne benutzen, weil die Wedges einfach zu sehr in die Mikros strahlen und dann kriegen wir euch nicht laut genug und haben halt immense Feedback-Probleme. Dann hatte ich das Problem, okay, sie haben gesagt, wir haben kein In-Ear, ihr braucht In-Ear. Da kam Bonedo auf den Plan, ich schreibe seit 2 Jahren für Bonedo. Der Chef von Bonedo, Ralf Schlünzen, rief mich an und sagte, du hast doch gesagt, du willst unbedingt In-Ears testen, ich habe hier In-Ears. Und ich sagte, ja, ich brauche gerade In-Ears. Und dann sind wir wirklich ins kalte Wasser gesprungen. Ich habe die 3 Sets bekommen, zweimal das Mai 1000 G2 und einmal das Mai 100 G2. Und muss sagen, hatte keine Chance, die bevor wir hier im Theater waren, zu testen. Und 2 Tage vor der Premiere haben wir die wirklich ausgepackt und haben losgelegt. Und das war also wirklich Sprung ins kalte Wasser und ich glaube, liveiger kann ein Live-Test nicht sein. Und es hat super funktioniert. Also was mir sehr gefallen hat, alle 3 Systeme haben tadellos funktioniert, haben uns auch bis jetzt die ganzen 3 Aufführungen und auch Generalprobe und den Durchlauf vorher nicht im Stich gelassen. Sind sehr einfach zu handhaben. Also wirklich man Plug-in, aufdrehen, Play so ungefähr. Was natürlich manchmal ein bisschen ist beim Singen bewegt man die Kiefernmuskulatur sehr, dass die Stecker, weil es ja keine angepassten Ohrstecker sind, nicht so stabil im Ohr bleiben. Aber ich denke, da kann man dann auch auf Dauer herausfinden, brauche ich überhaupt angepasste oder reicht mir das, wenn ich zusätzlich ein direktes Signal im Ohr habe? Oder Mint, du hast rausgefunden, du brauchst nur einen, ne? Du kommst besser klar. Für mich ist das besser, also vom Sitz sind die sehr gut, aber sie isolieren halt ganz stark. Und ich brauche das einfach, dass ich ein Ohr frei habe, damit ich einfach den Sound draußen hören kann, weil sonst bin ich zu isoliert. Vom Sitz hat das aber gut geklappt. Ich fand das sehr gut, dass die variabel waren. Ich habe dann die kleinsten Stecker genommen und wir haben ja auch einen Song, Schüttel deinen Kopf oder Klick-Klack, wo wir ganz viel schütteln müssen und bei mir hat das optimal gehalten. Also selbst bei diesen ganzen Schüttelaktionen ist nichts rausgefallen. Aber ich finde einfach so zum Starten und überhaupt zum Loslegen und für den Preis auf alle Fälle ist das super. Ja. Wir freuen uns sehr, dass wir das auch benutzen konnten. Für uns geht es auf alle Fälle weiter. Mir war wichtig, das Stück erstmal auf die Bühne zu kriegen, Referenzen zu haben. Und wir möchten auch sehr gerne touren mit dem Stück. Die aktuellen Informationen werden, jetzt muss ich ein bisschen Werbung machen, immer auf der Seite www.puderzucker.biz sein. Da kann man dann immer gucken, wo wir sind und was los ist. Schüttel meinen Kopf.